100 Abonnenten-Special, yay! Vor kurzem sind wir 100 Leute hier auf YouTube geworden und zu diesem Anlass dachte ich mir, ich mache mal etwas Spezielleres und repainte eine Anime-Figur. Viel Spaß beim Video! Dafür habe ich diese Figur benutzt. Sie trägt ein Bikini und ist aus einer Art Plastik. Die Qualität ist leider nicht so gut, aber das hat mir jetzt erstmal gereicht für mein erstes Projekt. Man sieht es oben am Kopf, dort sieht man solche abstehenden Ränder. Dann habe ich erstmal die Seitenhaare abgeschnitten. Das hat gut mit einer Nagelschere funktioniert. Erst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Dann habe ich überlegt, was ich mit den Zöpfen machen möchte, ob ich sie behalten möchte oder nicht. Und habe mich dann dagegen entschieden. Die wollte ich dann erst mit der Nagelschere abschneiden, das hat aber nicht funktioniert, weswegen ich dann off-camera das mit einer Zange und einem Cuttermesser gemacht habe. Leider musste ich mehrere Sachen off-camera machen, weil die Figur doch recht klein war und ich es einfach nicht sehen konnte. Dann habe ich mit Nagellackentferner die Augen, Augenbrauen und die Lippenfarbe entfernt. Weil die Qualität der Farbe nicht so gut war, hat es relativ gut funktioniert. Wenn das nicht so gut funktioniert, dann kann man für sowas auch Aceton benutzen. Es ist sogar ein bisschen von der Haarfarbe abgegangen, da aber sowieso bis auf den Pony die ganzen Haare schwarz werden, war mir das in dem Moment relativ egal. Das Einzige, was ein bisschen länger gedauert hat, war dann zwischen den Lippen die Farbe. Die hatte sich etwas festgesetzt, aber das hat dann auch funktioniert mit ein bisschen mehr Nagellackentferner, Einweichen und ein bisschen mehr Schrubben. So, dann habe ich mit weißer Farbe das Augenweiß gemalt. Ich habe versucht, vor der Kamera den Lidstrich zu ziehen, aber das hat leider nicht funktioniert. Der Lidstrich und die Augenbrauen waren auch das Schwierigste am ganzen Projekt, weswegen ich das dann off-camera machen musste. Ich habe dann auch noch die Augenform vorgemalt und ich glaube, die Lippenfarbe hatte ich dann noch im Video gemacht, ja. Also hier sieht man, ich habe die Augenform, also von der Iris, habe ich vorgemalt. Dann habe ich hier für das türkisene Auge erstmal eine gelbe Farbe genutzt. Dann habe ich ein Grün dazu gemischt und unten habe ich dann ein helles Blau genutzt. So, und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. 100 Leute, beziehungsweise jetzt sind wir ja noch mehr, aber ja, das sind 5 Klassenzimmer voller Menschen. Ich rechne das ja immer gerne in Klassenzimmern aus. Und ich bin euch wirklich so dankbar, dass ihr da bleibt. Auch wegen meinem gesundheitlichen Zustand, weil ich keinen richtigen Upload-Rhythmus habe, weil ich nicht immer streamen kann. Aber ihr so liebe Kommentare schreibt, ihr bleibt da, die vielen lieben Worte. Ich bin euch wirklich so dankbar, das freut mich immer wieder sehr. Danke, danke. So, hier sieht man dann gleich, wie das fertig aussieht, beziehungsweise halbfertig. Und dann habe ich auf dem anderen Auge hellblaue Farbe als Basis genutzt. Dann habe ich die pinke Farbe unten drauf gemalt und oben dann ein dunkleres Blau. Leider konnte ich auch nicht immer sehen, ob ich in der Mitte der Kamera bin oder ob meine Nägel oder Hände im Weg sind. Das Ganze war wirklich ein Kraftakt, wenn man nicht so gut sieht, aber es hat doch gut funktioniert. Ich habe die Kamera Gott sei Dank nicht umgeschmissen. Aber es war schon ein ganz schönes Hin und Her. Hier sieht man, wie ich das dunkle Blau oben mache. Und danach sieht man dann, wie ich pinke Farbe in die Mitte der Lippen gebe, aber wirklich nur in die Mitte und dann nach außen hin ausblende. Das hat erstmal nicht so gut funktioniert, weil ich zu viel Farbe hatte, aber ich konnte es dann mit Wasser ausbessern. Dann hatte ich einen Schutzlack drüber gegeben, auf dem stand matt, der ist aber leider glänzend geworden. Das konnte ich dann aber noch verbessern mit einem Lack, von dem ich wusste, dass er tatsächlich matt war und habe den dann drüber gegeben. Und in einer Zwischenschicht hatte ich dann auch noch mit einer Pastellkreide mit einer pinken Blush aufgetragen. So, hier sieht man, wie ich mit lufttrocknendem Clay
den Hinterkopf bedecke. Dann habe ich mir Wasser genommen, um das Ganze glatt zu streichen, damit es auch gut aussieht. Dann hatte ich mir eine Nadel genommen, die habe ich dann immer wieder in das Wasser getan, damit der Clay nicht hängen bleibt, und habe damit eine Haarstruktur imitiert. Man sieht dann, dass dort so kleine Fusseln entstehen. Die könnte man dann mit einem Pinsel, der in Wasser getränkt wurde, ganz, ganz vorsichtig entfernen, indem man einfach drüber streift. Ich habe dann aber einfach die Nadel genommen, habe sie nass gemacht und habe dann das einfach ein bisschen glatt gestrichen. Dann habe ich mir so 2 kleine Kugeln genommen für die Buns, die ich normalerweise habe. Die habe ich dann auch mit einer Struktur versehen, wieder mit der Nadel. Und die habe ich dann einfach so auf den Kopf gedrückt. Normalerweise sollte man das getrennt voneinander trocknen lassen, damit es auch hält, und dann mit Superkleber am besten fixieren. Bei mir hat es aber auch so gut gehalten. Die Figur ist leider schon einmal runtergefallen und die Buns sind nicht abgebrochen. Aber wie gesagt, es wäre besser, das einzeln trocknen zu lassen und festzukleben, dann halten sie auch länger. Und oder man kann einen Zahnstocher nehmen, mit einer Zange in den Kopf drücken und dann die Buns draufdrücken. Dann ist das Ganze natürlich noch viel mehr fixiert. Da muss man nicht warten, bis es erst getrocknet ist. Dann habe ich mit einer schwarzen Farbe die Haare angemalt. Leider war die Farbe nicht so sehr deckend und es war auch eine wasserlösliche Farbe, weswegen die zweite Schicht die erste dann erstmal aufgelöst hat. Das Ganze hat dann aber doch gut funktioniert, indem ich einfach eine Schicht Schutzlack dazwischen gegeben habe. Natürlich einen, der dann nicht wasserlöslich war. Und dann hat das Ganze auch wieder gut funktioniert. Das Einzige, was dann doch relativ schwer war, war die Innenkanten, also im Gesicht die Haare anzumalen von der Innenseite, ohne das Gesicht ganz schwarz anzumalen. Theoretisch hätte man das abkleben können. Daran hatte ich aber in dem Moment nicht gedacht. Es hat aber trotzdem gut funktioniert. Die Teile, die ich aus Versehen angemalt habe, habe ich dann mit einem kleinen Pinsel, einem sauberen Pinsel und Wasser entfernen können. Hier sieht man, wie das Gesicht fertig aussieht, beziehungsweise der Kopf. Dann habe ich den Körper abgeklebt mit Klebeband, beziehungsweise nur die Stellen, die ich nicht wollte, dass sie farbig werden, und habe dann mit einem weißen Lack den Rest des Körpers angesprüht. Leider ist dann unter das Tape trotzdem Farbe gekommen, das ist drunter gelaufen. Das habe ich dann mit Nagellackentferner entfernt, beziehungsweise an ein paar Stellen hat der Nagellackentferner nicht funktioniert, da musste ich dann Aceton nehmen. Natürlich ist dann unter dem Tape nicht alles weiß geworden, was ich gerne weiß hätte. Zum Beispiel die Träger des Bikini-Oberteils waren dann noch pink. Die musste ich dann natürlich mit der Farbe noch nachmalen. Ich habe dazu einfach die weiße Sprühfarbe in den Deckel gegeben und mir einen dünnen Pinsel genommen und habe dann alle Ränder nachgefahren, damit es schön scharf aussieht und ja, damit es einfach alles schön angemalt ist. Hat auch gerade eben gesehen, wie ich gegen die Kamera gedonkst bin. Gott sei Dank ist die Kamera nicht umgefallen. Ich habe dann später noch ein ganz minimales bisschen dunkelblaue Farbe in die Farbe reingerührt, um dann Schatten zu imitieren. Hauptsächlich auf dem kleinen Rockteil unten, damit man eben Schatten sieht. Denn bei einer Figur fällt meistens kein richtig schöner Schatten von alleine. Hier sieht man das. Beziehungsweise man sieht es nicht im Video, aber man sieht es in Realität. Dann habe ich aus einem Stoff ein Kleid genäht und habe dann noch mit einer süßen Sternperle, die habe ich dann hier oben angenäht. Aus dem Stoff habe ich auch noch oben Bänder für die Socken gemacht und ein Haarband.
Dann sehen wir gleich noch den Stand. Den Stand hatte ich schwarz angemalt, das habe ich aber nicht abgefilmt und habe dann weißen Sand drüber geklebt, einfach um einen Kontrast zu haben. Als das dann getrocknet ist, hatte ich dann noch ein paar Perlen draufgeklebt, damit es süßer aussieht. Das sieht man hier. So, dann sehen wir hier gleich das Ergebnis. Ich hoffe, sie gefällt euch so gut wie mir. Ich bin wirklich sehr stolz auf mich und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das wahrscheinlich noch ein paar Mal machen und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!